Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute wird bei mir wieder gebacken und zwar gibt es heute ein Brot, das ist die Buttermilchkruste, außen sehr kross und innen super saftig und ganz lecker. Die Zutatenliste findet ihr unter dem Video in der Infobox und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! In meiner Schüssel habe ich alle Mehlsorten und jetzt füge ich noch 5 Gramm Trockenhefe hinzu. Dann noch 14 Gramm Salz. Ihr könnt bis zu 16 Gramm Salz nehmen. Und 1 Teelöffel Honig. Den Honig könnt ihr auch durch Zucker ersetzen. Dann kommen noch 500 Milliliter Buttermilch dazu. Die Buttermilch habe ich lauwarm erwärmt und sie darf auch nicht zu heiß sein. Die Zutaten verknete ich zu einem Teig. Meine Küchenmaschine lief 5 Minuten auf Stufe 2. Alle, die beim Backen frische Hefe bevorzugen, können die Trockenhefe einfach durch 15 Gramm frische Hefe ersetzen. Die sollte man allerdings erst in der Buttermilch auflösen. Der Teig ist schön geschmeidig und klebt nicht. Man sollte ihn mindestens 3 Stunden gehen lassen. Ich habe meinen Teig so gegen 7 Uhr gemacht, bin dann zur Arbeit gefahren und habe ihn erst gegen 15 Uhr weiterverarbeitet. Und ich habe meinen Teig in einem kühlen Raum gehen lassen und nicht im Kühlschrank. Er hat sich in der Zeit mehr als verdoppelt und ich lasse ihn jetzt noch eine halbe Stunde in einem Gärkörbchen ruhen. Mein Gärkörbchen hat einen Durchmesser von 20 cm und ich habe es mit etwas Mehl bestäubt. Falls ihr kein Gärkörbchen habt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt einfach eine Schüssel mit einem Geschirrtuch auslegen und mit Mehl bestäuben und die Schüssel würde dann das Gärkörbchen ersetzen. Meinen Teig habe ich dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche einmal gedehnt und gefaltet. Und gefaltet habe ich ihn einmal von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links und von links nach rechts. Und da ich ein bestimmtes Muster haben möchte, habe ich diese Teigkugel, die dabei entstanden ist, nochmal von allen Seiten, also den Teig, noch ein bisschen nach oben gezogen, so als ob ich ein Säckchen zubinden würde. Die Teigkugel sieht dann ungefähr wie so eine Blume aus, also wie so eine Rose. Und dann gebe ich die Teigkugel ins Gärkörbchen und zwar mit der Naht nach unten. Also die glatte Seite muss nach oben schauen. Und jetzt kann man die Teigkugel noch bis zu 1 Stunde ruhen lassen und bei mir war es wie gesagt eine halbe Stunde. Nach der Wartezeit heize ich einen Gusseisentopf samt Deckel vor und gebe dann meinen Teigling mit der Naht nach oben in den Topf. Vorsicht, er ist super heiß, da müsst ihr wirklich ganz dolle aufpassen. Dann mache ich den Topf zu und er kommt in den Backofen bei 240 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 220 Grad Umluft und wird erstmal 50 Minuten mit Deckel gebacken. Dann nehme ich den Deckel ab und dann wird das Brot noch 10 Minuten ohne Deckel gebacken. Man kann es natürlich auch ohne Topf backen, dann sollte man das Brot mit Schwaden backen, das heißt, ihr müsst im Ofen zusätzlichen Wasserdampf erzeugen. Und ich mache das zum Beispiel so, ich gebe den Teigling in den Backofen, gieße dann 100 bis 120 Milliliter Wasser auf den Backofenboden und schließe dann ganz schnell die Backofentür. Mein Brot ist jetzt fertig, klopft man auf die Unterseite und es klingt so hohl, dann ist das Brot innen durchgebacken. Klingt es eher dumpf, einfach für 10 Minuten weiter backen, das ist der sogenannte Klopftest. Und ich finde, es ist ganz toll geworden, es hat ein schönes Muster, genauso wollte ich es haben und eine ganz krosse, rustikale Kruste. Es ist knackig, die Farbe ist schön, ich bin total begeistert. Man sollte das Brot vollständig auskühlen lassen. Meins ist beim Anschneiden noch minimal warm. Dass es super knusprig ist, hört ihr schon. Und den Anschnitt zeige ich euch gleich. Und hier nochmal eine Nahaufnahme für euch, dass ihr auch sehen könnt, wie es innen aussieht. Es ist wirklich ganz wunderbar geworden. Es schmeckt auch super gut. Ich hoffe, ihr backt es nach. Es ist es auf jeden Fall wert. Es ist saftig, es ist knusprig, es ist super einfach. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!